das ist ein Innen- und Außenraumprojekt, das wir hier in St. Pölten gleichermaßen haben. Ja. Das Projekt im öffentlichen Raum gibt es eigentlich aufgrund eines politischen Anlasses. Und zwar haben wir ja 2020 25 Jahre Österreich in der Europäischen Union gefeiert. Und aus dem Anlass habe ich eben mit der Kunstinitiative Art Talk Projects, die ich im selben Jahr gegründet habe, 2 Künstlerinnen aus verschiedenen Ecken Europas eingeladen, hier in St. Pölten Interventionen im öffentlichen Raum zum Thema Europa zu machen. Und die Wahl ist eben auf den Aldo gefallen, einerseits eben gebürtiger Italiener und andererseits auf die Bojana, gebürtige Bulgarin, die dann auch Fragen, Wünsche, Ängste, Herausforderungen, die sich jede Bürgerin und jeder Bürger Europas eigentlich stellt, formuliert haben. Wir konnten eben damals dank der Unterstützung von For You and Your Customers diesen großen Neonschriftzug am Rathaus in Auftrag geben und produzieren. This was a very nice experience. It's interesting how one project developed a second one, because we were invited to address what we created for the public space inside a very specific one, which is the one of your office. Also das war eben spannend auch, eben diese Räumlichkeiten auch zu bespielen, weil es gibt auch eine visuell tatsächlich direkte Verbindung mindestens zu der Arbeit am Hauptbahnhof. Dass Kunst außen sichtbar wird, das ist auch so ein gemeinsames Interesse, Kunst nicht zu verstecken in Museen, in Galerien, sondern hier auch an öffentliche Orte zu gehen, Kunst erlebbar zu machen. Es ist wirklich das erste Mal, dass wir ein Projekt außerhalb unserer Büros unterstützen in der Form. For You and Your Customers ist ein Unternehmen, das ganz wichtig lokal einen Akzent setzt und hier Kunst und Kultur in den Mittelpunkt rückt. Das hat man schon sozusagen in den ersten Monaten gesehen, denn man ist sehr aktiv auf alle Kunst- und Kulturschaffenden, auf alle Interessierten in der Stadt zugegangen. Und ich denke auch, die Standortwahl, sich zu positionieren im sogenannten Olbrichhaus. Wenn man so einen Standort auswählt, dann zeigt man, mit welchen auch Gefühl man an die Firmenstandortauswahl herangeht. Wir wollen einerseits nah am Kunden sein. Das heißt, es gibt Standorte, die gegründet wurden, weil ein großer Kunde dort in der Nähe ist, um die Wege kurz zu halten. Es gibt aber auch Standorte, die gegründet wurden, weil Mitarbeiter, weil Menschen, die wir schon kennen, dort leben. Das Gleiche gilt auch für die Kunst. Alle Standorte versuchen, regional Künstler zu finden und auszustellen, damit auch dort in der Region quasi die Kunst und die Künstler gefördert werden und unterstützt werden. Und im Gegenzug unterstützen sie uns, indem sie uns helfen, einen schönen Büroraum für uns, für unsere Mitarbeiter, aber auch für unsere Kunden herzustellen. Also ich habe natürlich auch jetzt im Zuge der Eröffnung, aber auch dann später immer wieder bei Führungen oder Rundgängen, die ich organisiert habe und die ich angeboten habe, immer wieder mit Menschen zu tun gehabt, die einfach überrascht waren und begeistert, dass hier sowas stattfindet, dass man hier sowas sehen kann, dass man die Möglichkeit hat, auch sozusagen in dieses Störhaus zu kommen und sich hier eben in den Räumlichkeiten die Ausstellungen anzuschauen. Also alleine die Beziehung, die sich schon ergeben hat zur Stadt St. Pölten jetzt auch, also zum Herrn Bürgermeister, zu den Vertretern und Vertreterinnen der Stadt. Man kennt sich einfach jetzt und man hat zusammengearbeitet, man hat ein schönes Projekt gemacht für die Kunst und hat sich so auch kennengelernt auf dieser Basis. Und das ist doch etwas, was ich schon viele Male in vielen verschiedenen Kontexten in meiner Laufbahn erlebt habe, dass einfach sozusagen auf Basis von Ausstellungen, von Kunstprojekten Menschen zusammenkommen und gemeinsam Sachen entscheiden, gemeinsam beschließen, ein Projekt zu machen und das auch zu machen für die Menschen. Und ja, also das hat auf sehr vielen Ebenen, finde ich, positive und identitätsstiftende Auswirkungen. Ich bin davon überzeugt, dass man sich auch als
Bildungs- oder als Wissenschafts- oder auch als Wirtschaftsstandort ganz anders positionieren kann und positioniert wird, wenn man eine attraktive Kunst- und Kulturszene hat. Und da sind natürlich Unternehmen wie das genannte ein wirklicher Segen für eine Stadt mit alten Initiativen. Und ich bin ganz sicher, dass wir hier auch in Zukunft gemeinsam Akzente setzen werden.